Wir sind Anna und Daniel und im August 2023 haben wir unsere Radreise auf dem Green Velo Fahrradweg in Polen gestartet. Da mussten wir natürlich erstmal hinkommen und deswegen haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann erstmal von Flensburg aus mit dem Zug nach Hamburg gefahren. Von dort aus haben wir einen Flixbus mit Fahrradmitnahme gebucht und das hat wirklich alles ganz gut funktioniert. In Hamburg kam dann sogar der Busfahrer eine halbe Stunde vor Abfahrt auf uns zu und hat mit uns zusammen die Fahrräder am Heck befestigt. Insgesamt gab es Platz für 3 Fahrräder, aber wir waren auf dieser Fahrt die einzigen, die ein Fahrrad dabei hatten. Dann ging es los auf den längsten Teil unserer insgesamt 1300 Kilometer langen Anreise nach Warschau. Dort hatten wir dann etwas Aufenthalt und haben auf den zweiten Flixbus nach Elbląg gewartet. Da lief es dann mit den Fahrrädern ein bisschen anders. Es gab keinen Gepäckträger, deswegen haben wir am Anfang schon so einen kleinen Schock bekommen, aber wir konnten unsere Fahrräder dann einfach in den Gepäckraum legen. Das hat ganz gut funktioniert, man muss nur ziemlich aufpassen, dass die Fahrräder während der Fahrt nicht hin und her rutschen können. Anschließend ging es dann endlich zum Startpunkt unserer Route nach Elbląg im Norden von Polen an der Ostsee. Da die Anreise mit knapp 16 Stunden ziemlich anstrengend war und wir ziemlich fertig waren, haben wir uns schon von zu Hause aus auf dem Campingplatz in Elbląg ein kleines Zimmer gemietet. Dort sind wir dann für eine Nacht geblieben und konnten uns ein wenig ausruhen und uns auch Elbląg noch anschauen. Elbląg ist eine ehemalige Hansestadt und hat wirklich ein paar richtig schöne Ecken. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Altstadt mal gesehen zu haben. Da kann man so ein bisschen durch die Gassen schlendern und auch die Kathedrale ist ziemlich sehenswert. Das Allerbeste war aber, dass der Campingplatz super zentral liegt und alles fußläufig zu erreichen ist. Bevor es jetzt endlich losgeht, was ist der Green Velo überhaupt? Der Green Velo ist mit ungefähr 2000 Kilometern, das kommt so ein bisschen drauf an, wie man ihn fährt, seit 2015 der längste Fahrradweg in Polen. Es geht oben im Norden los und man fährt dann erstmal weiter Richtung Osten, entlang der Grenze zu Kaliningrad. Dann biegt man Richtung Süden ab und fährt dann an der östlichen Außengrenze von Polen weiter an Belarus entlang, weiter Richtung zur Ukraine, bevor man dann ins Karpatenvorland kommt und langsam in Richtung Konski abdreht und dort dann auch ans Ziel ankommt. Am Ende lief dann nicht alles wie geplant, aber um das zu sehen, bleibt dran. Viel Spaß! Die letzten Handgriffe und dann geht's heute auf Tag 1 vom Green Velo. Ja, guten Morgen. Wir haben jetzt unsere Sachen gepackt und starten hier gleich vom Campingplatz in Elbląg. Fahren dann, glaube ich, noch kurz durch die Stadt durch und dann geht es richtig auf die erste Etappe vom Green Velo. Wir sind richtig gespannt. Ich hoffe, dass wir uns da eine coole Strecke ausgesucht haben. Wir sind auch relativ unvorbereitet auf diesen Radweg gefahren. Also klar, wir wissen, wo wir lang fahren, aber wir kennen jetzt niemanden, der hier schon mal gefahren ist. Ich habe im Vorfeld so ein paar Berichte gelesen, die sich echt super interessant angehört haben. Ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall richtig schön schon gewesen hier in Elbląg. Und auch mit der Flixbusfahrt haben wir schon so ein bisschen was gesehen. Deswegen, bis später. So, wir rollen. Elbląg so langsam hinter uns gelassen und jetzt befinden wir uns hier auf der Strecke. Langsam wird die Stadt ein bisschen kleiner hier, wir fahren durch so entspannte Parkanlagen. Ja, ich bin sehr gespannt. Nach 2,5 Kilometern kann man noch nicht so viel sagen, aber wir haben richtig Bock. Wir sind jetzt aus der Stadt raus, sind so in den ersten Wald eingebogen und direkt knackige Anstiege. Aber das Wetter ist echt gut. Es sind jetzt hier knapp 20 Grad, da kann man auch in kurzen Sachen schön entspannt fahren. Ja, aber man muss sich hier erstmal ein bisschen eingrooven.
und sich darauf vorbereiten, sehe ich, dass man jetzt 4 Wochen wirklich auf dem Fahrrad sitzen wird. Da bin ich echt mal gespannt, wie das sich so entwickeln wird und wie das mit den Schlafmöglichkeiten aussieht, weil wir halt nichts vorgebucht haben. Wir haben so grob mal geguckt, wo könnte man schlafen, wo nicht. Ja, und verglichen mit der letzten Tour hat sich auch wieder ein bisschen was getan am Fahrrad. Ich habe mir jetzt vorne auch noch 2 Taschen besorgt. Ich habe jetzt nicht unbedingt mehr dabei als vorher, aber ich kann das ein bisschen besser verteilen. Das Essen kommt dann vorne bei mir rein und ich habe die Sachen, die ich dann brauche, schneller vorne und muss nicht erst das ganze Rackpack abbauen. Ich glaube, das ist ganz cool, aber das wird sich natürlich erst noch zeigen. Es gibt hier am Green Velo immer so Stationen. Das ist jetzt gar keine offizielle, aber alle 10, 15 bis 20 Kilometer gibt es immer so Rastplätze. Eben haben wir schon eingesehen, da gab es dann auch Werkzeug. Man kann sich untersetzen, falls es regnet. Also echt cool gemacht. Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Ganz so weit ist es also noch nicht. Aber wir haben jetzt das erste Mal diese Plattenwege hier. Die sind schon noch ein bisschen krasser als in Deutschland, aber passt auf jeden Fall mit den neuen Reifen, die ich habe. Das ist nicht so nervig mit den kleinen, der ist ein bisschen breiter mit 45 mm. Das macht sich richtig krass bemerkbar, da freue ich mich richtig drüber. So, wollen wir mal gucken, ob es direkt Ärger gibt oder ob das liebe Hunde sind. Ja, nett. Hallo. Na, bist du lieber? Oh. Also, alles okay. 10% Steigung. Na, flach hier im Polen, ne? Und erster Eindruck? Guter erster Eindruck, aber auch anstrengend. Schon viele steile Steigerungen gehabt. Ja, 40 Kilometer haben wir jetzt ungefähr hinter uns. Wir haben die ganze Zeit noch zu unserer Linken das frische Haff. Und richtig schön einfach. Gerade haben wir eine kleine Mittagspause in einem kleinen Ort gemacht. Waren eben noch mal kurz am Strand. Aber landschaftlich richtig, richtig schön. Da kann man nicht meckern. Also richtig schön hier. Na? Hast du geguckt, wie viel Prozent Steigung es waren? 10. 10? Bei mir ist schon wieder 11 oder 12 sogar gezeigt. Wir sind jetzt im Prinzip kurz vor Frommenburg. Das ist auch ein kleines Mini-Städtchen, das gucken wir uns mal ein bisschen an. Oh, und dann fahren wir vielleicht nur so 15 Kilometer bis zu einer Unterkunft. Denn das ganze fit sind wir heute nicht mehr.
So, wir sind hinter Fromburg auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Wir haben uns ein Zimmer genommen für heute. Aber es sieht schon richtig nach Gewitter aus, deswegen machen wir eine kurze Pause und essen nochmal eine Kleinigkeit. Dann haben wir extra Brot und alles dabei. Bist du hungrig? Ja, ich muss auch noch was haben. Und dann geht's weiter. Da hinten ist nochmal Fromburg zu sehen. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Grenze von Kaliningrad. Und da haben wir eine Unterkunft. Ich schätze mal so noch eine Viertelstunde, dann sind wir auch da. Und haben wir ungefähr 70 Kilometer gefahren heute. Das ist ja auch echt ein guter Auftakt. Tag 1 nähert sich jetzt dem Ende. In dem Dorf sind wir jetzt hier untergekommen. Jetzt laufen wir noch mal kurz in der Gegend rum und dann wird gekocht und wieder ein bisschen ausgeschlafen. Aber Tag 1 war auf jeden Fall schon mal richtig abwechslungsreich und hat extrem Spaß gemacht. Gutes Wetter gewesen den ganzen Tag und jetzt hört man es im Hintergrund schon wieder so ein bisschen donnern. Also ist wahrscheinlich ganz gut, dass wir heute nicht im Zelt schlafen müssen. Bin ich ganz froh drüber, wenn ich ehrlich sein soll. Für uns geht es jetzt nach Hause. Dann wird gekocht. Dann war es mit Tag 1. Und dann geht es morgen weiter auf Etappe 2. Bis dann. Wir waren hier gerade noch kurz im Dorf einkaufen. Und jetzt geht's auf die zweite Etappe. Heute an der Grenze von Kaliningrad lang. Und es geht schon gut los, man hat ja gar kein Handynetz mehr. Also würde mich nicht stören, aber wenn wir nachher irgendwie einen Schlafplatz suchen, wäre es schon ganz gut, wenn wir ein bisschen gucken können im Vorfeld, wo das so ist. Aber ja, das wird schon irgendwie alles gut funktionieren. Recht nah an der Grenze zu Kaliningrad momentan. Da ist Anna. Momentan im Gegenwind. Aber ja, das funktioniert.
Also geht's weiter. Und ich habe einen Knacken in der Felge, glaube ich. Das ist das Einzige, was mir momentan so ein bisschen Sorge bereitet. Ich hoffe, dass das vielleicht doch nicht die Felge ist, sondern irgendwas anderes, aber ich weiß es nicht. Ich konnte es auf die Schnelle nicht sehen. Und heute Abend mal in Ruhe. Ich glaube, da sind Schüsse zu hören. Von irgendwelchen Übungen wahrscheinlich, die irgendwo an der Grenze sind. Aber also ich kenne das nicht wirklich, aber es hört sich so nach Maschinengewehrschüssen an. Krass. Bisschen seltsames Gefühl. Wir haben jetzt kurz nach 12, sind eigentlich auf der Suche nach einem kleinen Rastplatz, die es hier eigentlich immer regelmäßig gibt, aber gerade ist ein längerer Bereich ohne. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon 30 Kilometer gefahren und nur in der ersten Stadt war so ein Rastplatz. Mal sehen und dann mal ein bisschen was essen. Aber es lässt sich richtig schön fahren momentan, also man kann nichts sagen. Es ist richtig, richtig cool. Die Autofahrer halten gut Abstand größtenteils. Die Straßen sind halt recht schmal. Aber die meisten Wege haben wir bis jetzt auf eigenen Fahrradwegen hinter uns gebracht. Riesige Felder hier. Also ich glaube, solche großen Felder habe ich noch nie gesehen. Wo man hinguckt, alles Feld. Und die sind momentan mitten an der Ernte. Also hier ist alles weg, aber gestern haben wir schon die Traktoren gesehen und so. So, wir haben Bäcker gefunden. Jetzt gibt es eine Kleinigkeit, süß. Lecker. Sehr schön. Guten Appetit. Und bei mir gibt es irgendwas mit Beere. Lecker gegessen. Jetzt geht es hier erstmal mit Schotter wieder aus der Stadt raus. Aber ein bisschen Reifen. Alles tippitopp. 47 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Mal gucken, wie viele es heute werden. Ich habe so einen Campingplatz rausgesucht. Der ist in 86 Kilometer Entfernung insgesamt. Mal gucken, wo wir nehmen heute mal einen Wald, wenn wir uns trauen. Das weiß ich noch nicht. Wir sind jetzt hier auf so einem Feld. Und wir versuchen hier später mal unser Zelt aufzubauen. Das erste Mal wild zu campen. Fühlt sich alles ein bisschen komisch an, aber der Platz ist eigentlich ganz entspannt. Jetzt essen wir erstmal in Ruhe. Wir haben jetzt 18 Uhr. Und nach dem Essen bauen wir unser Zelt auf und dann hoffen wir mal, dass es eine entspannte Nacht wird. Und was gibt's heute? Heute gibt es einen One-Pot mit Tomaten, bisschen Zucchini, bisschen Wurst, noch die restlichen Spaghetti rein und dann wird das bestimmt lecker. Tschüss mit Knoblauch. Sieht ganz gut aus. Dann bettelt ihr drauf hier. Zack. Solange von hier hinten keiner kommt, ist alles okay. Obwohl, wir haben auf der anderen Seite ist auch ein kleiner Durchgang und da steht eine Energy-Dose. Also mal gucken. Fühlt sich wohl hier? Ich fühle mich hier ganz okay, ja. Ist aber ungewohnt für mich, muss ich sagen. Ja, da muss jeder mal durch, glaube ich. Ja. Da hinten haben wir schon Besuch vom Reh. Ist ein bisschen verwirrt, was die Leute hier wollen.